Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Zobeltier Finanzkanal. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid und heute geht es um das Thema Freistellungsauftrag. Da gibt es nämlich eine Änderung und ich werde euch genau zeigen, bleibt also dran bis zum Schluss, was ihr dort zu tun habt am Beispiel von Trade Republic. Trade Republic ist ein Online-Broker, der also über eine App ermöglicht, die Käufe für Aktien, ETFs und auch REITs sowie andere Investments zu tätigen. Und wenn ihr dort also entsprechend ein Konto aufmachen wollt, packe ich euch später auch in die Videobeschreibung den Link dafür. Und ja, ich bekomme dann eine kleine Vergütung. Es geht auch schon los. Es gibt ja eine Änderung für den Sparerpauschbetrag. Der sogenannte Sparerpauschbetrag hier ist eine Information von den Finanztipp.de Seiten. Finanztipp, der Kollege Jörg Leine hat es hier zusammengetragen. Das Wichtigste in aller Kürze. Also bisher ist der für Kapitaleinkünfte der Freibetrag liegt bei 801 Euro pro Person oder eben das Doppelte bei Paaren, wenn die zusammen veranlagen. Und das ändert sich jetzt. Ab 2023 soll eben dieser Wert auf 1000 Euro steigen. Der sogenannte Sparerpauschbetrag wird bei der Zusammenveranlagung auch von Partnern verdoppelt. Das bedeutet, ihr müsst tätig werden. Ihr müsst nämlich dann in die App gehen. Also hier sieht man das nochmal mit den Details. Ab wann genau? Ich denke, das gilt ab dem 1.1., dass hier 1000 Euro eingetragen werden können. Und wie sieht das bei Trade Republic aus? Ihr geht einfach, ich bin jetzt mal hier auf die Desktop-App gegangen und mache das Fenster hier runter. Ihr geht auf das Icon oben rechts zu Einstellungen, klickt dann, ihr kommt dann auf die persönlichen Daten, ihr geht runter zu den Steuerdaten. Dort seht ihr dann in der Mitte ungefähr hier Freistellungsauftrag, gebt dann ein, ab Januar sollte das eben möglich sein, die Änderung auf 1000 Euro, 1000, ihr müsst das hier bestätigen, Dokument und Freistellungsauftrag und ihr seht, momentan ist das aktuell noch nicht möglich und sollte dementsprechend auch aktualisiert werden und ab nächstes Jahr hoffentlich auch zeitnah passieren, dass hier der Freibetrag eingetragen werden kann. Ich gehe nochmal hier raus, weil ich kann es natürlich aktuell noch nicht abändern. Es gibt hier weitere gute Informationen vom Finanztipp, der besagt, wann ist es sinnvoll, auch Kapitalerträge zu versteuern und wann nicht. Schaut es euch mal an. Ich habe noch bei der Recherche ein Video gefunden von Finanztipp, der der Saidi hier über den Freibetrag einen Vortrag hält und auch eine Vergleichsrechnung macht. Also im Endeffekt kommt hier gar nicht so viel mehr dabei herum. Es wird hier ein Beispiel gemacht in dem Video vom Saidi Finanztipp von einem Betrag, der 35 Jahre hier angespart wird und der Netto- und Depotwert, man sieht es hier dann die haben hier 950 Euro statt 1000 genommen, Freistellungsauftrag beträgt ca. 1000 Euro. Jetzt sagt ihr, naja, das ist ja nicht wirklich viel, warum soll ich das überhaupt machen? Ich habe noch einen ganz anderen Effekt, nämlich das ist der Effekt, wenn man die Emotion, die dahinter steht, nämlich die Freude, dass du mehr von deiner Dividende, die jetzt ab Januar, Februar, März, April ausgezahlt wird, bis eben die 1000 Euro Freistellung ausgeschöpft worden sind, auf deinem Depot bzw. Referenzkonto landet. Und das ist ein ganz erheblicher Effekt, den ich selbst jetzt aus meiner eigenen Erfahrung beschreiben kann. Der ist durchaus positiv und motiviert weiter auch dieses Geld, die Dividendenzahlungen weiter anzulegen und einen höheren Zinseffekt dann entsprechend mitzunehmen. Ja, jetzt schaut euch mal die verschiedenen Möglichkeiten an. Lest euch den Artikel durch vom Finanztipp.
lasst mir ein Like. Ich hoffe, ihr habt gesehen, wie die Änderung des Freistellungsauftrages in der Desktop-App funktioniert. Ich packe die Videobeschreibung auch unten in den Text hinein. Lasst einen Kommentar. Wie macht ihr das? Habt ihr euren Freistellungsauftrag konzentriert bei einem Anbieter, bei einem Depot oder verteilt ihr das? Wie macht ihr das? Und wenn ihr wissen wollt, was eine Vermögensbilanz ist, dann schaut euch einfach hier das nächste Video an. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Ciao, ciao.